Als allererstes die gute Nachricht, ich habe mein erstes Original Schweizer Krokodil in Märklin H0, die SBB BE6-8 von Märklin, die Nummer 3356, in der dritten Variante gebaut von Märklin von 1986 bis 1988 mit Kunststoffgehäuse und der Betriebsnummer 13303 ersteigert bekommen. Ich hatte bis jetzt das Schweizer Krokodil nur früher mal in der Spur Z und jetzt hat es zum ersten Mal ein Krokodil in der Null zu mir hier bis auf die kleine Anlage geschafft. Und warum es mein erstes, nur fast perfektes Krokodil geworden ist, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe mal wieder viel zu viel, wie so oft im Internet geblättert und geschaut, was dort so angeboten wird und bin dann auf diese Annonce gestoßen. Märklin H0 3356 E-Lok BE6-8 13303 Krokodil neuwertig. In der Artikelzustandsbeschreibung: Lok ist neu, hat aber nur gelegen. Dadurch sind die Achsen an einem Drehgestell etwas schwergängig. Der ganze Spaß 139,99 € inklusive Versand. Das heißt 140 € für ein Krokodil von 1986, 88 in einem Top-Zustand. Die Bilder waren klasse, waren richtig gut. Insbesondere von unten sah das Krokodil so aus, als wenn es bis auf ein paar feine Schleiferspuren so gut wie gar nicht gefahren ist. Und es ist mit der Originalpackung versehen. Und als drittes, der Verkäufer ist von seinen ganzen Bewertungen her auch komplett in Ordnung gewesen. Und mit der Beschreibung, dadurch sind die Achsen an einem Drehgestell etwas schwergängig, bin ich jetzt erstmal davon ausgegangen, dass wahrscheinlich einfach das alte Öl sich da festgesetzt hat und wenn es nicht gefahren ist, das Krokodil, dass wir da einfach sauber machen müssen, neu ölen und das Ding dann problemlos wieder fahren wird. Und jetzt kommen wir zum ganz ausschlaggebenden Punkt, und zwar die Packung der 3356 ist der alte Pappkarton eigentlich recht stabil mit dem Styroporeinsatz, aber die Oberseite oder Vorderseite hat nur diese dünne Klarsichtfolie drin und ist deswegen von dieser Seite überhaupt nicht gepolstert. Und nun hat derjenige, der dieses Päckchen eingepackt hat, leider nicht so weit gedacht oder das so ordentlich gemacht, wie sich jeder von uns, der sich ein Paket bestellt, gewünscht hätte. Die äußere Verpackung bestand aus braunem Packpapier. Und darunter gab es dann 2 Schichten Luftpolsterfolie. Das heißt, von dieser Seite war die Lokomotive mit 2 Schichten Luftpolsterfolie gepolstert und sonst gar nichts. Und jetzt wissen wir leider alle, dass die Paketzusteller heute nicht allzu viel Rücksicht nehmen können auf die einzelnen Pakete, sondern Zeitdruck, Geldnot und so weiter bestimmt, glaube ich, hier den Ablauf. Und es ist, glaube ich, auch vollkommen egal, welcher Paketdienstleister das ist. Und genauso ist es meinem Päckchen dann wohl auch ergangen. Und hier ist dann nochmal das Originalbild aus dem 1986er Märklin-Katalog. Beschreibung: 3 Achsen angetrieben, 4 Haftreifen, beleuchtetes Dreidicht-Spitzensignal, 3-teiliges Gehäuse, Fahrgestell aus Metall, Relax-Kupplung, elektronische Umschaltung der Fahrtrichtung, Länge über Puffer 22,8 cm. Ich habe dann das vollkommen unversehrte Packpapier entfernt, die Luftpolsterfolie 2-mal abgewickelt und das war dann der erste Blick auf meine Lokomotive und ich glaube, dann ist hier jedem klar, dass das so eigentlich normalerweise nicht auszusehen hat und dass hier irgendwas schiefgegangen sein muss. Dann die geöffnete Schachtel und im oberen Bereich zwischen den beiden Stromabnehmern. Seht ihr schon, dass da die Einzelteile liegen, die Styroporflocken drin rumfliegen, auf der rechten Seite die Styroporpackung beschädigt ist. Und bei genauerem Betrachten wurde das Ganze natürlich nicht besser. Hier weitere Bilder nochmal im Detail. Styroporpackungen beschädigt, oben abgebrochene Treppenteile. Auf der linken Seite liegt ein Einzelteil dahinter, was zum Glück nicht abgebrochen ist, war nur gelöst. Aber die Treppenstufe über dem kleinen Vorläufer oben ist abgebrochen. Auf der rechten Seite die untere Trittstufen sind nur angebrochen, die sind nicht ganz ab. Auf der linken Seite mittig sind die unteren beiden Treppenstufen abgebrochen. Und auf der anderen Seite mittig sind die Treppenstufen zumindest angebrochen. Ich habe mir dann die Explosionszeichnung der Ersatzteilliste rausgesucht von der Lokomotive und musste dann feststellen, dass diese Treppenstufen leider nicht wie bei der einen oder anderen Lokomotive bei Märklin dann noch einzeln zu bekommen sind, sondern es ist der komplette Vorbau und unten sind die Treppenstufen
oder Drittleitern angegossen. Und hier unter der Nummer 5 kann man dann sehen, dass es den Lokomotivvorbau wohl auch nur komplett gibt. Ich habe da mal kurz bei eBay geschaut, habe ihn auch nirgends gesehen. Ist aber auch Quatsch, einen kompletten Vorbau neu zu kaufen, nur weil die Treppenstufen kaputt sind. Und meine Enttäuschung nach dem Öffnen des Paketes war natürlich entsprechend groß. Hier habe ich dann die Lokomotive nochmal von unten fotografiert. Wie gesagt, das war für mich einer der Hauptgründe, weil die Lokomotive von unten richtig, richtig gut aussieht. Bis auf minimale Schleiferspuren ist sie wahrscheinlich überhaupt nicht gelaufen. Und von oben ist die Lokomotive auch vollkommen in Ordnung. Die Pantographen sehen richtig gut aus, kein Rost, gar nichts dran. Und das war für mich der Hauptgrund, die Lokomotive für den Preis zu erwerben. Ich habe dann die erste Probefahrt gemacht, um zu gucken, ob die Lokomotive wenigstens noch fährt. Und dann könnt ihr sehen, dass hier auf der linken Seite die 3 Achsen sich wirklich nur schwerfällig in Zeitlupe bewegen und dass das wohl der Mangel sein muss, auf den der Verkäufer in der Beschreibung hingewiesen hat. Umschalter funktioniert gut, aber in der anderen Richtung haben wir hier das gleiche Bild. Also habe ich die Lokomotive dann erst einmal auseinandergenommen, von unten eine Schraube gelöst. Dann kann man den Mittelteil vom Gehäuse entfernen und dann kann man die Gehäuse der beiden Vorbauten auch abnehmen. Dann muss ich aber feststellen, dass unter dieser Antriebsseite, die da schwerfällig läuft, überhaupt kein Motor sitzt, sondern auf der Seite sitzt der Umschalter. Und somit war klar, dass auch nicht das Antriebsgetriebe hier irgendwie fest sein kann, sondern dass irgendwas anderes haken muss. Auf der Explosionszeichnung habe ich dann gesehen, dass im Grunde genommen nur die 3 Achsen durchgängig sind und die Blindwelle, die das Ganze beim Vorbild ja dann in Wirklichkeit antreibt, eigentlich nur mitläuft. Die Gestänge selber sind locker und leichtgängig gewesen. Und wenn ich mit der Hand drüber gegangen bin, hat man aber einen gewissen Widerstand gespürt. Also bin ich hingegangen mit dem Zahnstocher und habe erstmal ein bisschen Reinigungsflüssigkeit auf die Achsen gegeben und versucht, das erstmal mit der Hand zu lockern und dann wieder zu drehen und hatte auch das Gefühl, dass das schon mal eine ganze Ecke besser wird. Habe das dann noch ein paar Mal auf dem Tisch hin und her geschoben und danach kam die Lokomotive erstmal wieder auf die Anlage. Ich habe die Lokomotive dann ein paar Runden fahren lassen und nach so 10 bis 15 Runden hat sich das Stück für Stück gelöst und ich habe eigentlich gedacht, das dürfte jetzt schon gewesen sein und die Lokomotive hat dann wieder ihre normalen Fahreigenschaften. Als nächstes habe ich dann die Einzelteile mir aus der Packung rausgesucht, die abgefallen waren oder abgebrochen waren und habe die ganzen Treppen Stück für Stück dann mit UV-Kleber wieder angeklebt. Dann vom UV-Harz ein klein bisschen auf den Zahnstocherspitze vorne drauf gepackt. Das Ganze versucht in diese Ritze reinzukriegen, an den Stellen, wo die Treppen noch befestigt waren. Habe das Ganze dann festgehalten und mit der UV-Lampe getrocknet. Und tut mir leid wegen meinen Fingern, ich habe nicht bemerkt, ich habe vorher getöpfert, habe noch jede Menge Tonreste an den Fingern gehabt. Ist also kein Ausschlag oder Dreck, sondern es sind einfach nur trockene Stellen vom Ton und durch diese große Vergrößerung kann man das ziemlich gut erkennen, habe ich aber erst hinterher gesehen. Beim nächsten Mal werde ich mir meine Hände wieder vorher präparieren, damit das nicht so auffällt. So, das Ganze hier mit der UV-Lampe getrocknet. Dauert ungefähr 45 Sekunden bis eine Minute und dann ist das Ding eigentlich schon durchgehärtet und stabiler, als wenn ich es mit einem Sekundenkleber kleben würde. Dann habe ich die gleiche Prozedur mit der zweiten Leiter vorne wiederholt und auch wieder fest. Das gleiche dann mit der dritten Leiter. Und leider fehlt ein Teil, das heißt die 4. Leiter, die komplett ab ist. Habe ich das Teil nicht gefunden, in der Kiste nicht in der Packung. Und das ist so ein kleiner Wermutstropfen, denn die Lokomotive war vom Foto in der Anzeige nur von einer Seite fotografiert. Und nachdem dieses Teil nirgends aufgetaucht ist, befürchte ich fast, dass das von Anfang an schon gefehlt hat. Aber dadurch, dass ich die andere Seite der Lokomotive als Foto leider nicht gesehen habe, kann ich das nicht wirklich nachweisen. So, und hier dann die erste Probefahrt, nachdem das Ganze wieder zusammengebastelt ist. Das heißt, die Trittstufen sind alle wieder angebracht, die da sind. Eine einzige fehlt, damit werde ich jetzt wohl leben können. Die Achsen sind wieder so weit beweglich, dass es nicht weiter auffällt, aber es ist noch nicht 100% in Ordnung. Im hinteren Bereich sind 3 Weichen hintereinander und da merkt man, dass sie dann doch nochmal aussetzt, wenn der Kontakt zur Schiene nicht perfekt ist. Deswegen, wenn irgendjemand von euch eine Idee hat, wie man das noch lösen könnte, beziehungsweise lockern oder leichtgängiger machen könnte, dann wäre ich euch dankbar.
Denn ich weiß nicht, was passiert, wenn die Lokomotive jetzt vielleicht wieder für eine gewisse Zeit in der Kiste liegt, ob das wieder schlechter wird oder ob das so bleibt. Deswegen wäre ich hier für jeden Tipp von euch dankbar, wie man das vielleicht noch verbessern könnte. Was ich gemerkt habe, es fehlt nicht viel an Gewicht. Das heißt, wenn man vorne einen Hauch mehr Gewicht drauf geben würde, dann wäre es überhaupt kein Problem. Dann laufen die Achsen vollkommen problemlos mit. Und deswegen ist es so ein bisschen schade, weil die Lokomotive wurde von 86 bis 88 mit Kunststoffgehäuse gebaut. Und ab 89, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde sie wieder mit einem Metallgehäuse gebaut. Und dieses Gewicht vom Metallgehäuse würde wahrscheinlich vollkommen ausreichen, um die Achsen so stark auf die Schienen zu drücken, dass sie ganz normal mitlaufen. Mit dem Händler habe ich natürlich Kontakt aufgenommen, habe ihm die Bilder hingeschickt. Der hat sich dafür entschuldigt, dass das so schief gelaufen ist und will mir für meine Unannehmlichkeiten ein kleines Präsent zukommen lassen, weil ich bei meinem Schreiben und meinen Bildern direkt dazu gesagt habe, dass ich für den Preis die Lokomotive trotzdem behalten möchte. Ich möchte es auf keinen Fall zurückgeben, denn bis auf diese kleine Leiter, die jetzt wohl fehlen wird, vielleicht werde ich es mir im 3D-Druck irgendwie versuchen nachzubauen. Die Lokomotive im Grunde in einem tollen Zustand für das Alter. Und ich habe vorher natürlich auch nach den Preisen geguckt, was aktuell im Sofortkaufen angeboten wird vom gleichen Modell. Da waren die Preise dann wesentlich höher und deswegen denke ich mir, nehme ich das in Kauf, dass die Lokomotive jetzt so einen kleinen Makel hat. Ich möchte es auch nicht so ganz an die große Glocke hängen und mich darüber aufregen, denn aufgrund der aktuellen politischen weltweiten Situation ist das, glaube ich, eine vollkommen unbedeutende Kleinigkeit im Lauf der Weltgeschichte, dass das jetzt nicht so perfekt geklappt hat. Ich bin ganz happy, habe mein erstes Original Schweizer Krokodil. Ich denke, im Laufe der nächsten Jahre wird dann vielleicht die eine oder andere Lok da noch dazukommen. Ich freue mich erstmal, dass die Lokomotive wieder fährt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie das noch leichter laufen könnte, wäre ich euch dankbar. Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.